Hey Leute und willkommen auf meinem YouTube-Channel. Diesmal mit Begleitung und zwar der liebe Philipp. Hallo. Hi. Ich habe den mal vom Brisbane Flughafen abgeholt letzte Nacht und Vorletzte Mal. vorletzte Nacht abgeholt und wir haben schon so viel erlebt. Philipp, wenn du jetzt so Australien beschreiben würdest, so in deiner Wortwahl, was würdest du sagen? Wie empfindest du Australien jetzt nach dem ersten Tag, den du hier vollkommen verbracht hast? Also bei Australien finde ich sehr schön, muss man wirklich sagen. Schöne Grün und allem drum und dran, also zumindest Brisbane. Das andere werden wir ja noch sehen, was wir dann da erleben werden. Wir fahren ja noch bis nach Sydney und nach Melbourne. Und da bin ich auch gespannt, was wir so erleben werden. Aber ich sag mal, im ersten Moment, alle sind sehr freundlich. Das ist so komplett ein anderes Feeling als Deutschland, muss man wirklich auch sagen. Äh, Grün, wie kann ich nur noch mal wiederholen. Tierwelt ist auch sehr schön. Ich bin positiv überrascht. Ich sage mal auch, was wir gestern schon gemacht haben, fand ich sehr, sehr interessant. Und ja, ich freue mich auf die nächsten 23, 22 Tage jetzt noch insgesamt. Und mal gucken, was wir so erleben werden. Apropos, du hast gesagt, wir haben gestern einiges gemacht. Wir sind hier nämlich mit meinem Van zum New Farm Park gefahren, haben den Van hier abgestellt, sind ein bisschen rumgelaufen, haben ein paar Drohnenaufnahmen übrigens vom New Farm Park gemacht. Einige auch auf seinem WhatsApp-Kanal und auf meinem zu sehen. Die werden übrigens auch in den Videobeschreibungen verlinkt. Philipp, wir sind das erste Mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier gefahren. Sein erster Eindruck war der City Cat, direkt auf dem Fluss. Wie empfandest du den City Cat? Den Citycat fand ich sehr schön, muss man wirklich sagen. Also das ist ein Fortbewegungsmittel, was ich immer sehr schön finde, auch auf Seen oder auf Meeren. Daher, dass es wirklich ein Fahrt ist und du ja von Punkt zu Punkt fährst, was auch relativ schnell geht. Dadurch bist du ja eben schneller, als wenn du mit dem Bus rumfährst, geführt. Also wir sind ja dann sind wir mit dem Bus gefahren, was ein bisschen länger gedauert hat, was ich ein bisschen, ja, so fand. Ich weiß nicht, ob es länger war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da kann man auch, habe ich auch schon ein Video gemacht und auch, ich sag mal, vom Ganzen her finde ich es sehr, sehr schön und wie auch Kevin meinte auf Kanal, da habe ich auch einiges gepostet. Das wird auch in den nächsten 22 Tage gepostet werden. Der wird ja wahrscheinlich einblenden. Auch, sag ich mal, was wir in der Innenstadt erlebt haben, also auch was wir gesehen haben, das Museum oder auch, dass wir da Sushi essen waren, war auch ganz cool. Ähm, also es ist wirklich schon ein sehr, sehr positiver Einblick, was man hier so hat. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ja. Wir waren jetzt auch schon ein bisschen, wir waren auch im Museum und zwar haben wir eine ganz bestimmte Ausstellung gesehen und zwar die Lego die Jurassic World Ausstellung und hat wirklich echt Eindruck hinterlassen. Philipp, willst du darüber was erzählen? Ansonsten über das Museum, genau, das Museum war ganz riesig, geht da geil. Ich habe ja darüber schon mal eine Folge gedreht, gibt es auch auf meinem YouTube-Channel zu sehen, wie die ganzen Tiere Australiens zu sehen. Philipp, willst du darüber etwas erzählen? Erzähl mal, wie war da dein erster Eindruck? Die Kultur von Australien, also auch die Tierkultur, ist sehr, sehr riesig, finde ich immer. Also generell in jeder Afrika, egal wo du hinfliegst, da ist ja immer Tierkultur, immer ein bisschen was anderes noch. Das, was man gesehen hat, war ich positiv, aber auch ein bisschen so, hat mich schon ein bisschen gescheuert, wenn man so diese Schlangen in der Vitrine gesehen hat oder Skorpione. Aber in Brisbane ist ja, so wie du mir erzählt hast, ist ja noch nichts, wenn dann eher ein Outback, wo wir auch noch mal kurz hinfahren werden wahrscheinlich. Und da bin ich dann auch gespannt. Also ich hoffe mal nicht, dass wir so eine giftige Schlange mal sehen werden. Wenn dann ganz weit weg ein Foto machen. Aber ja, ich sag mal, das, was wir jetzt hier schon sehen, auch die Vögel und was hier rumzwitschert, man hört es ja im Hintergrund. Es ist wirklich so schön. Und es ist zu den kalten Deutschland etwas anders. Also, und ja, Lego World, da gibt es auch schöne Fotos. Ich hoffe, dass du die dann auch mitverwendest, die wir da gemacht haben. Oder auch ich bin auch gespannt, was du da für Aufnahmen gemacht hast mit deiner Cam und auch mit der Drohne, was du denn da aufgenommen hast. Da bin ich auch gespannt, noch was da rauskommt. Ja. Ja, cool. Philipp, wie findest du eigentlich jetzt, alle gruseln sich vor dem Geld und dass es hier so teuer sei und ähm, jetzt einen Tag überlebt, Geld ausgegeben, natürlich teilen wir uns das Geld. Ja. Allerdings, Philipp, findest du es teuer hier?
Also im ersten Moment, ja, wenn man die Preise sieht mit den 22 australische Dollar oder auch 40 australische Dollar, was ich jetzt so gestern so alles so, gesehen habe. Aber wenn man es umrechnet, geht es eigentlich. Also man rechnet da 1,5 also in Euro, also zurück zu eben 0,6, 0,6. Aber ich finde es teilweise mit 1,5 so ungefähr zu rechnen ganz gut. Dann hat man so einen Mittelpreis. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe gestern für 39 Dollar eine Karte geholt. Das sind insgesamt 21,38 Euro. Ich habe es nochmal nachgeguckt gehabt. Ganz genau. Ganz genau. Für 88 Gigabyte Internet. Es ist total billig, finde ich dafür. Auch Lebensmittel, wenn man es so ein bisschen gegenrechnet, echt gegenüber Deutschland. Ja, es ist eben eine Preissache, weil es eben eine Insel ist, muss man wirklich sagen. Aber so vom Ganzen her ist es wirklich, geht es. Und ich sage mal, wenn man so damit so rechnet, so 2.500 Euro, schätze ich mal, wird man ungefähr brauchen für die 4 Wochen. Ich schätze mal, es wird weniger sein, aber mit 2,5 habe ich sogar schon gerechnet. Aber ich schätze mal, das werde ich nicht ausgehen, wenn wir jetzt, sag ich mal, so weiterleben, wie wir jetzt leben. Also jetzt nicht so extrem wie gestern, weil wir gestern viel trotzdem eingekauft haben noch, was wir brauchen. Ja, Aber es wird ja weniger und da bin ich gespannt, wie viel mir im Endeffekt ausgehen. Vielleicht werde ich auch nochmal dann so eine grobe Durchrechnung euch hinlegen, wenn wir das mal gemacht haben. Ja, Ja, ich ja. schulde euch sowieso eigentlich noch wie viel Geld man hier verdient oder sonstiges. Allgemeine Geldfolge schulde ich euch noch. Das wird irgendwann auch kommen. Ja, was haben wir noch so erlebt? Du bist mit der CityCat gefahren, wir waren im Museum, Southbank, waren wir schwimmen im Pool. Ja, das war auch ganz cool. Da gibt es auch ein schönes Foto vom Casino. Kann ich auch dann empfehlen. Ist auch auf dem Kanal zu sehen bei mir, auf dem WhatsApp-Kanal. Verschätze ich mal, kannst du auch gleich hier noch einblenden. Das ist wirklich gut Ja. geworden. Ja, damit würde ich sagen, jetzt gehen wir noch zu Abend, weil da gibt es auch was Schönes noch zu sehen. Also besonders, ich freue mich auf deine Drohnenaufnahme. Das ist sonst die anderen Aufnahmen so von mir mit den Fotos, was ich geschossen habe. Es gibt ein Nachtfoto, was Ken ganz geil findet. Und das können wir auch gleich nochmal wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo du das einblenden willst. Denn. Jetzt, gleich, hier, sofort, jetzt. Ich sag mal, ich habe auch noch ein Panorama-Blick. Also wenn man das alles so sehen möchte, gerne auf meinem WhatsApp-Kanal zu sehen. So wie auch wahrscheinlich bei dir wird dann auch noch was draufkommen. Und sonst, ja, wie gesagt, wir wollen auch ein bisschen exklusiv bleiben. Also bei mir wird einiges auf Kanal kommen, so wie auch bei ihm. Und was ich jetzt nicht posten werde, wird dann wahrscheinlich wird's bei Ihnen kommen, weil es dann extra auch bewusst gemacht, weil wir wollen ja ein bisschen, dass man hin und her geht, dass man ein bisschen was sieht, was wir hier so treiben. Weil ich sag mal, nur aus einem Blickwinkel ist es ein bisschen bescheiden, finde ich immer. Also, eure Aufgabe ist, WhatsApp-Channel von dem Philipp abklappern, mein Channel abonnieren, Instagram abchecken. Also es gibt immer viele Informationsquellen, die ich euch zutage lege. Und ja, eigentlich noch mehr. Wo kann man dich sonst noch erreichen? Instagram, vielleicht kann man es noch ein bisschen was abchecken von Australien. Ja, aber ich eher auch privat. Das ist eher mein Privataccount, da würde ich nicht unbedingt gerne eher wirklich auf den WhatsApp-Kanal. okay, da wird nicht geteilt, aber WhatsApp-Kanal geht in die Videobeschreibung. Abonniert ist es exklusiv für die nächsten 22 Tage. Und danach ist er wieder abgereist. Da gibt es keinen Australien-Content mehr. Aber das Schöne ist, ihr könnt beim WhatsApp-Kanal, das ist ja kostenlos, alle für die so ein bisschen sich immer davor streuen, in den Kanal reinzugehen. Es ist kostenlos, ihr könnt da auch, wenn ihr jetzt, sag ich mal, keine Zeit habt, dieser Status für euch anzugucken, ihr könnt 30 Tage danach immer noch angucken, teilweise auch noch länger. Ich werde wahrscheinlich bis Juni wahrscheinlich noch die ganzen Dinger offen lassen. Das heißt, wenn man da gucken möchte, kann man gerne gucken. Wie gesagt, ja, damit. Genau, Aufgabe, abonnieren, YouTube-Kanal, abonnieren, WhatsApp-Kanal und meinen auch. Und schaut bei meinem Instagram rein. Da gibt es auch exklusiven Content, der bei YouTube nicht reinkommt. Und andersrum, bei YouTube kommt Content rein, der bei Instagram und WhatsApp nicht zu sehen ist. Also haut rein und willst du noch was meinen Abonnenten zutage legen? Willst du noch etwas sagen? Bleibt dran, das ist wirklich interessant, was wir hier noch machen werden. The Road nach Melbourne. Road to Melbourne. Und wir fahren dann halt auch die Tage wieder ab. Und dann geht's nach Byron Bay oder Gold Coast wird richtig geil. Also bleibt dran. Gold Coast wird richtig geil. Da muss ich auf den Tisch hauen. Bleibt dran, Leute.
Noch was sagen? Ja, ich bin Nö. Alles klar. Ey, bleib dran, viel Spaß und wir hören uns, sehen uns.